Herzlich willkommen zum Tutorial Update zum Erstellen eines Anwenderbausteines UF mit Aufruf im Hauptprogramm. Als Anwenderbaustein dient eine Selbsthalteschaltung mit integrierter Störanzeige. Dafür sind folgende technische Voraussetzungen zu erfüllen: ein ISE4 Grundgerät mit Firmwareversion ab 2.0 und Hardwareversion ab 0.8, die Programmiersoftware EasySoft ab Version 8.0. Für die Programmiersoftware EasySoft wird eine Lizenz benötigt. Software, Firmware und Updates können Sie unter www.eaton.com/software herunterladen. Einige Hinweise: EasySoft 8 bietet die Möglichkeit, 128 individuelle Anwenderbausteine zu erstellen und diese immer wieder in Projekten zu nutzen. Sie werden wie Herstellerbausteine im Hauptprogramm aufgerufen. Seit der EasySoft Version 8 können mehrere Projekte mit Anwenderbausteinen gleichzeitig geöffnet sein. Der Anwenderbaustein verfügt über einen eigenständigen Datenbereich, zum Beispiel ist der Q01 des Hauptprogramms ein anderer Ausgang als der Q01 eines Anwenderbausteins. Dies trifft ebenfalls für die Kommentarverwaltung von Anwenderbaustein und Hauptprogramm zu. Es ist zu beachten, dass die erlaubte Gesamtzahl bei der Nutzung von remanenten Merkbytes aus der Summe der Anwenderbausteine und des Hauptprogramms nicht überschritten wird. Ab Firmware V2.0 der ISE4 stehen 512 Byte zur Verfügung. Via Know-how-Schutz kann der Anwenderbaustein auch während der Simulation mit einem Passwort verriegelt werden. Eine ISE4 UC 12RC1 mit Firmwareversion V2.02 bildet das Grundgerät. Als Programmiermethode für das Hauptprogramm wird hier Funktionsbausteinplan FUP gewählt. Für die Statusanzeige des noch zu generierenden Anwenderbausteines wird im Hauptprogramm ein Zeitbaustein als astabiles Flip-Flop mit 1 Hertz erstellt. Bei Aufruf des Zeitbausteines im Anwenderbaustein würde dieser Baustein mit jedem Aufruf des Anwenderbausteines Speicherplatz beanspruchen. In der Symbolleiste erfolgt die Auswahl Anwenderbaustein erstellen. Im erscheinenden Fenster ist ein Bausteinname zwingend zu vergeben. Des Weiteren erfolgt die Festlegung, ab welcher Firmwareversion der Anwenderbaustein verwendet werden kann. Eine nachträgliche Korrektur der Firmwareversion ist nicht möglich. Die Festlegung der Programmiermethode für den Anwenderbaustein findet im nächsten Schritt statt. Anwenderbausteine sind in Funktionsbausteinplan FUP, Kontaktplan KOP oder strukturiertem Text ST programmierbar. Hier kommt die Programmiermethode Funktionsbausteinplan FUP zur Verwendung. Ein Hinweis: Die Programmiermethode des Anwenderbausteines ist unabhängig von der Programmiermethode des Hauptprogrammes. Sollten die Schnittstellen, Ein- und Ausgänge des Anwenderbausteines schon bekannt sein, können diese jetzt festgelegt werden. Die maximale Anzahl der digitalen und analogen Operanten für die Schnittstellen ist der eingeblendeten Grafik zu entnehmen. Hier wird die alternative Methode gezeigt, wo die Schnittstellen später automatisch ermittelt werden. Die beiden Netzwerke für die Selbsthaltung und für die Statusmitteilung werden programmiert. Die jeweiligen Operanten werden mit Kommentaren versehen, die, wie zuvor erwähnt, unabhängig von den Operanten und Kommentaren des Hauptprogramms sind. Nach Fertigstellung der beiden Netzwerke erfolgt der Aufruf Anwenderbaustein parametrieren. Wie zuvor erwähnt, ist in diesem Status der Parametrierung des Anwenderbausteines eine Änderung der Einstellung ab Firmwareversion nicht mehr möglich. Mit Auswahl aus dem Programm übernehmen erfolgt der automatische Eintrag der Schnittstellen des Bausteines. Im Kommentarfeld des Bausteines bekommt der Anwender durch eine ausführliche Beschreibung für die Operanten Informationen zum Einsatz des Bausteins.
Diese Kommentare stehen dem Anwender auch ohne Kenntnis eines möglicherweise gesetzten Passwortes zur Verfügung. Die Eingaben werden mit OK bestätigt. Zum Abschluss wird über die Symbolleiste via Anwenderbaustein speichern der Funktionsbaustein im Hauptprogramm verfügbar, und zwar unten links im Ordner Anwenderbausteine Projekt mit dem vergebenen Namen. Er wird zusammen mit dem Projekt abgespeichert. Soll der Anwenderbaustein auch automatisch für weitere Projekte zur Verfügung stehen, so ist dieser in den Ordner Archiv zu transferieren. Außerdem können Anwenderbausteine exportiert und importiert werden. Im Hauptprogramm wird beispielhaft im Netzwerk 2 der erstellte Anwenderbaustein für Motor 1 aufgerufen und mit den entsprechenden Ein- und Ausgängen belegt. Im Netzwerk 3 bekommt der Anwenderbaustein für Motor 2 automatisch die nächste freie Instanznummer zugewiesen. Die zuvor geschriebenen Kommentare während der Erstellung des Anwenderbausteines werden im unteren Bereich der EasySoft angezeigt. Zum Abschluss erfolgt der Plausibilitätscheck, um gegebenenfalls Programmierfehler zu identifizieren. In der Simulation ist auch ohne vorhandene Hardware die korrekte Arbeitsweise des Anwenderbausteines für Motor 1 und Motor 2 zu beobachten. Über den digitalen Eingang 4 wird Motor 1 gestartet. Die Ausgänge Q01 und Q02 werden gesetzt. Meldet der digitale Eingang 2 eine Motorstörung, fällt Q01 ab und Q02 blinkt. Ist die Motorstörung behoben, stoppt das Blinken von Q02. Das gleiche Verhalten ist auch beim Motor 2 bei den Ausgängen Q03 und Q04 zu beobachten, wenn mit den digitalen Eingängen 7 der Start erfolgt und mit dem digitalen Eingang 5 die Motorstörung provoziert wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.